Der Nebel senkte sich auf die große fremde Stadt. Ein langer Arbeitstag lag hinter mir. Ich war angespannt und matt. Zu müde für die Autobahn, zu spät für den letzten Flug. Doch ich wollte nach Hause und da fand ich heraus, gegen Mitternacht ging noch ein Zug. Es blieb noch etwas Zeit, ich wusste nicht wohin. So stand ich am Bahnhof herum. Einem Prunkbau aus längst vergangener Zeit drängten, suchen und schieben ringsum. Ich sah die Reisenden, die Wartenden und die Gestrandeten. So viel Gleichgültigkeit, so viel Schamschneid unter so viel Brand. Ich trat auf den offenen Bahnsteig hinaus, die nasskalte Luft hielt mich wach. Ich fröstelte, schlug meinen Kragen hoch und sah meinem Atem nach. Aus der Dunkelheit schwebten überm Gleis 3 Lichter, mein Zug fuhr ein. Eine Wagentür schlug, es war warm in dem Zug und ich war im Abteil ganz allein. Lautlos fuhren wir an und die Lichter der Stadt versanken in milchigem Brei. Und immer schneller flogen erleuchtete Fenster und Vorstadtbahnhöfe vorbei. Noch ein Bahnübergang, ein paar Scheinwerfer und die Welt da draußen verschwand. Mein Abteillicht fiel weiß auf den Schottergleis und ich ahnte das dunkle Land. Und durch die Dunkelheit drang der monotone Klang der Räder auf dem Schienenstrang. Ein einsamer Gesang, den stählernen Weg entlang. An der Trasse standen sie, die Hautwetter gegärt. Mit ihren Spaten hatten sie Adern ins Land gekehrt. Mit Hacken und mit Hämmern hatten sie Berge bewegt und Schwellen über Schotter und darauf Schienen gelegt. In bitterem Frost sengender Glut, in Regen Tag für Tag, nachts einen Strohsack auf dem Boden im Bretterverschlag. Und wieder auf beim Morgengrauen für jämmerlichen Lohn. Und noch ein neues Vermögen mehr für den Stahlbaron. Und bald fauchte das Dampfross Funken sprühend durch das Land. Manch neue Industrie und manch Imperium entstand. Manch unschätzbarer Reichtum, doch an jedem Meter Gleis, jeder Brücke, jedem Tunnel klebten Tränen, Blut und Schweiß. Hier beginnt die Bahnstrecke mit 33 Promille stetig zu steigen und fordert von unserer Dampflok ein Höchstmaß an Leistung. Auf der Weiterfahrt durchqueren wir in ca. 8 Minuten den einzigen Tunnel unserer Schmalspurbahn mit einer Länge von etwa 70 Metern. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. In etwa 20 Minuten erreichen wir den Bahnhof 3 Annenkrone. Die
Eisenbahn trug Fortschritt, technische Revolution. In jeden Winkel bis in die entlegenste Station. Trug Güter von den Seehäfen bis an den Alpen an. Verband Menschen und Städte und trug Wohlstand in das Land. Doch der großen Erfindung haftet stets die Tragik an, dass sie dem Frieden, aber auch dem Kriege dienen kann. Endlose Rüstungszüge rollten bald schon Tag und Nacht. Kriegsgerät und Kanonen waren die vordringliche Front. Schon drängte sich auf Bahnhöfen siegesgewiss das Heer. Den Jubel auf den Lippen und mit Blumen am Gewehr. In Fahnen und Siegesparolen behangene Waggons. Nach Lemberg oder Lüttich, nach Krakau oder Mons. Im Trommelfeuer von Werder erstarb der Siegeswahn. Aus Zügen wurden Lazaretts und diesmal sah die Bahn den Rückzug der Geschlagenen und den Kriegsherren zum Mond. Im Waggon, im Wald von Compiègne die Kapitulation. Millionen Tote auf den Schlachtfeldern, sinnloses Leid. Wer heimkehrte, fand Elend, Not und Arbeitslosigkeit. Doch auf dem Boden des Zusammenbruchs gediehen schon die Schieber und die Kriegsgewinnler, die Spekulation. Aber es spross auch aus den Wirren verstrickter Politik der zarte Schutz bedürft geheim der ersten Republik. Doch Kleingeist, Dummheit und Gewalt zertrampelten ihn gleich mit Nagelstiefeln auf dem Weg ins tausendjährige Reich. Die Unmenschen regierten und die Welt sah zu und schwieg. Und wieder hieß es, Räder müssen rollen für den Sieg. Und es begann das dunkelste Kapitel der Nation. Das dunkelste des Flügelrades, die Deportation. In Güterwaggons eingeschlossen, eingepfercht wie Vieh. Verhungert und verzweifelt, nackt und frierend standen sie. Hilflose Frauen und Männer, Greise und Kinder sogar. Auf der bitteren Reise, deren Ziel das Todeslager war. Dann aber brach der Zorn der Gedemütigten herein. Kein Dorf blieb da verschont, da blieb kein Stein auf einem Stein. Und Bomben fielen, bis das ganze Land in Flammen stand. Die Städte ausradiert waren und der Erdboden verbrannt. Der Krieg war mörderischer als jemals ein Krieg zuvor. Und schwer gestraft das Volk, das ihn frevelnd heraufbeschwor. In Trümmern und Ruinen strichen sie hungernd umher. Die Überlebenden, die Ausgebombten, nichts ging mehr. Und immer längere Flüchtlingstrecks kamen Tag für Tag und irrten durch ein Land, das unter Schutt und Asche lag. Den Überlebenswille zwangen sie nicht zu resignieren. Aussichtslosigkeit, das Unmögliche zu probieren. Noch aufzuspringen, wenn irgendwo ein Hamster zuging. Wenn an den Waggontüren schon eine Menschentraube hing. Ein Platz auf einem Puffer, einem Trittbrett bestenfalls. Mit Hoffnung auf ein bisschen mehr Kartoffeln oder Schmalz. Was auf dem Bahndamm lag, wurde von Kindern aufgeklappt. Und manch ehrlicher Mann hat manchen Pohlenzug geraubt. Und dann kamen die Züge mit den Heimkehrern besetzt. Verwundet und zerschunden, abgerissen, abgewetzt. Wie viele Dramen spielten sich auf den Bahnsteigen ab. Suchen und Freudentränen, wo es ein Wiedersehen gab. Warten, hoffen und fragen, wird er diesmal dabei sein? Viele kamen vergebens und viele gingen allein. Zerschossene Loks und Wagen wurden recht und schlecht geflickt und auf ein abenteuerliches Schienennetz geschickt. Und der Puls begann zu schlagen
Und aus dem Nichts entstand, mit Hoffnungen und Träumen beladen, ein neues Land. Und durch das Morgengrauen drang der monotone Klang der Räder auf dem Schienenstrang. Ein schwermütiger Gesang, den stählernen Weg entlang. Das Rattern der Räder über eine Weiche rief mich in die Gegenwart. Übernächtigt war ich aufgewacht, ich war fast am Ziel meiner Fahrt. Ich rieb mir die Augen und räkelte mich, das Neonlicht schien fad. Und im leeren Raum zwischen Wachen und Traum sah ich sie frei warten. Der Adler, der fliegende Hamburger, die preußische Pferd und die sagenumwobene 05 fauchten vor mir durch die Nacht. Ein Gegenzug auf dem Nachbargleis riss mich aus den Träumen heraus. Ein Blick auf die Uhr, 10 Minuten nur, und zum Frühstück wär ich zu Haus. Draußen konnte ich für Augenblicke in erleuchtete Fenster sehen, sah die Menschen auf dem Weg zur Arbeit auf den Vorstadtbahnhöfen stehen, sah die Scheinwerfer der Autos vor den Schranken am Bahnübergang. Und eine Hoffnung lag über dem neuen Tag.